Okay, meine Freunde, heute wird es Zeit, euer angeeignetes Wissen über ChatGPT und Midjourney aka über Language Models und bildgenerierende Modelle wie ChatGPT und Midjourney zusammenzulegen. Wir wollen heute ChatGPT benutzen, um uns Midjourney Prompts zu bauen. Denn Midjourney Prompts zu bauen ist, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ein bisschen eine Kunst. Und naja, diese Kunst hat mit Sprache zu tun. Und wer kann Sprache sehr gut? Richtig, ChatGPT. Deswegen wollen wir das heute zusammen mal machen. Wir gehen wirklich alles durch heute. Das heißt, was wir als erstes machen, ist, wir sagen, wir wollen das Ding als eine Rolle verwenden. Das heißt, als allererstes nehmen wir uns die Funktion einer Rolle. Wir haben das hier so gemacht, also dass wir quasi sagen, ey, mach mal Reiseführer hier. Ich werde dir meinen Standort geben, den du besuchst. Ich werde auch Orte nennen, an denen ich interessiert bin, bla bla bla. So, also wir gehen hier auf den neuen Post und schreiben. Ich habe das hier jetzt tatsächlich übrigens mal absichtlich auf Englisch gemacht, denn wie wir vielleicht in den letzten paar Folgen gemerkt haben, Midjourney funktioniert deutlich besser auf englischen Begriffen und naja, es macht auch Sinn, hier ChatGPT auf Englisch zu verwenden, weil es einfach besser ist. Das heißt, ich habe jetzt hier mal geschrieben, I want you to be my Midjourney Prompt Generator. Ich möchte, dass du mein Midjourney Prompt Generator bist. Ich werde dir eine Idee für ein Bild geben und du wirst einen Prompt erstellen für die bildgenerierende KI Midjourney Version 5. So, das ist Teil 1. Jetzt, Teil 2 ist, wir müssen Kontext bieten. Das heißt, was machen wir? Was könnten wir denn als Kontext bieten? Richtig, wie funktioniert eigentlich Midjourney? Das, was ich euch, also speziell Midjourney, muss man natürlich erstmal lernen können. Und wir müssen natürlich hier erstmal sagen, was genau heißt denn eigentlich das alles? Was genau macht denn Stylize? Was genau macht denn Test P zum Beispiel, was ich euch noch gar nicht gesagt habe? Oder was machen denn all diese anderen Parameter? Und das geben wir dieser KI einfach mit. Ich gehe also her und markiere hier einfach so ab Newest Model, nehme ich mir hier einfach alles und gehe bis nach ganz unten und sage hier, tada, kopiere mir das und speichere mir das quasi hier rein. Was ich also gemacht habe, ist, ich habe hier gesagt, ey, mach mir mal bitte, oder hier bitteschön kriegst du noch die Dokumentation für Midjourney und die Special Operations. So, dann poste ich das einfach hier quasi rein. Wir gucken mal, ob das nachher zu lang ist oder ob wir es irgendwie ein bisschen kürzen müssen. Und was wir jetzt noch machen, ist, wir schreiben ein paar Beispiele. Ihr erinnert euch, Few-Shot Prompting heißt das ganze Ding. Klar, man kann hier auch, Chain of Thought Prompting müssen wir wahrscheinlich auch noch machen, aber erstmal müssen wir Few-Shot Prompting machen, was für uns bedeutet, wir müssen Beispiele geben. Das heißt, here are some examples. Hier sind einige Beispiele. Und was ihr jetzt macht, ist einfach mal durch eure ganzen Bilder durchgehen, was ihr Schönes gemacht habt. Also was hat für euch gut funktioniert. Das hier war ein schönes Bild, das habe ich in einem Thumbnail verwendet, was wir gerade vor ein paar Tagen hatten im Video. Oder für mich jetzt vor der Aufnahme. Ihr kriegt das Video hier wahrscheinlich deutlich später, weil ich ja jetzt dann gerade im Urlaub bin. So, und da habe ich jetzt einfach mal die letzten Beispiele, die wir uns auch teilweise in den Tutorials genauer angeguckt haben, habe ich mal hier einfach reingegeben, damit quasi ChatGPT weiß, wie unsere Prompts ungefähr auszusehen haben. Und dann sage ich hier unten, was genau generiert werden soll. Und dann sage ich hier unten drunter, was die Aufgabe ist. Also, your first task is to generate an image of a YouTuber that makes cybersecurity and AI content. So, und wir starten das Ganze mal und rauskommt Prompt YouTuber creating cybersecurity and AI content, engaging and informative, modern tech-themed background with various related visuals such as AI algorithms, network security icons and computer screens. Das Gemeine hier an diesem Prompt ist, und deswegen funktioniert das wahrscheinlich auch nicht besonders gut, ist, sowas wie, welche Inhalte ich erstelle, ist schwierig zu zeigen. Wie soll ein Bild das machen? Das müsste man hier theoretisch besser machen. Das heißt, ja, ChatGPT kann euch Prompts erstellen, aber natürlich nicht für euch irgendwie, wobei doch, eigentlich sind auch solche Sachen drin. Aber genau, es ist nicht perfekt. Also es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, das zu machen. Wir schauen uns mal an, was rauskommen würde. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich super wird, weil der Text-Theme Background, ich bin gespannt, wie jetzt Midjourney das interpretiert mit den related visuals, such as AI algorithms, network security icons and computer screens. Bin gespannt. So, und das ist das Ergebnis davon. Da wir nicht spezifiziert haben, in welcher Situation dieser YouTuber zu sehen sein soll, ehrlich gesagt, ich finde es ziemlich geil. Also, ich meine, das hier oben ist eher so in einem
naja, in einem Zeichenstil, das hier ist so ein 3D-Animationsstil, das hier ist während der Arbeit, wobei der Laptop ist ziemlich fucked hier. Und das hier finde ich aber ehrlich gesagt ziemlich nice. Also gerade auch diese Farben von Blau in Pink, das ist ja auch so ein bisschen das Farbschema, was ich bei mir benutze. Mir gefällt das Bild, ehrlich gesagt. Okay, aber ja, ihr seht, selbst bei ChatGPT muss ich natürlich dazu sagen, was ich gerne hätte. Also wenn ich selber nicht weiß, was ich eigentlich will, kann das natürlich auch nicht funktionieren. ChatGPT weiß ja auch zum Beispiel nicht, wie dieser Tech-YouTuber aussehen soll. Ihr wisst jetzt auch nicht, weil in diesem Tutorial ich kein Bild zeige, aber ja, ihr versteht meinen Punkt, ne? Wenn diese Informationen einfach nicht vorhanden sind, dann kann das nicht funktionieren. Aber wenn sie vorhanden sind, dann ist es erstaunlich gut, was wir da für Ergebnisse kriegen. Also ja, benutzt es gerne zu eurem eigenen Gutdünken und ihr könnt auch über ChatGPT natürlich dann einfach diese Informationen zusammengeben oder zum Beispiel andere Informationen reinposten, die es dann verarbeiten soll, etc. Okay, ja, das war es eigentlich von meiner Seite auch schon wieder, nur als kleinen Tipp, dass man das machen kann und wie man es am besten macht mit all dem, was wir bisher besprochen haben. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal, ciao.